Darüber wollen wir sprechen. Zugeschaltet aus Lübeck ist nun Heiko Teggerts, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Schönen guten Tag, Herr Teggerts. Guten Tag, Frau Pochhammer. Die Zahlen sprechen nun eine ziemlich deutliche Sprache, muss man sagen. Deutlich mehr Straftaten passieren in Deutschland, auch gegen Polizeibeamte. Was ist in den letzten Jahren Ihrer Meinung nach schiefgelaufen in unserem Land? Ja, keine Ahnung, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist in unserem Land, aber die Zahlen, nicht nur jetzt bei der Bundespolizei, sondern auch bei den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, sprechen ja Bände. Also Tatsache ist, dass die Respektperson Polizist nicht mehr die Respektperson heute ist, wie sie noch vor 15 oder 20 Jahren war. Was mich ehrlich gesagt aber ein bisschen stört, ist, dass Frau Faeser in ihrer Pressemitteilung dieses zwar anmahnt und bedauert und auch betont, dass das mit voller Härte bestraft werden muss. Es fehlt mir aber an einer praktischen Lösung. Die Polizistinnen und Polizisten in Deutschland können sich schon vor Angriffen schützen, nämlich wenn sie ausgestattet sind mit einem sogenannten Taser. Wir fordern das seit Jahren. Und die Bundespolizei führt das in 3 Bundespolizeiinspektionen auch schon mit großem Erfolg durch. Also alleine das Tragen dieses Gerätes offen auf der Weste schreckt den einen oder anderen schon ab, den Polizisten oder die Polizistin anzugreifen. Hier würde ich mir wünschen, dass schnell eine Entscheidung kommt von Frau Faeser, dieses Gerät, dieses Führungs- und Einsatzmittel flächendeckend für die Bundespolizei einzuführen. Dann bin ich mir ziemlich sicher, werden diese Zahlen auch wieder rückläufig sein. Nun hat Frau Faeser immerhin, muss man sagen, 1000 zusätzliche Stellen für die Bundespolizei zugesagt. Reicht das Ihrer Meinung nach? Die 1000 Stellen, die Frau Faeser jetzt in ihrem Jahresbericht verkündet hat, die sind von der Bundesregierung bereits vor 2 Jahren jährlich 1000 fortlaufend zugesagt worden. Das ist also nichts Neues. Mir geht das ehrlich gesagt noch nicht weit genug. Ich habe schon vor 2 Jahren mindestens 10.000 zusätzliche Stellen für die Bundespolizei gefordert, weil die Aufgaben es schlichtweg erfordern. Auch die 310 Millionen Euro für den Bundeshaushalt 2025 für die Bundespolizei, die Frau Faeser heute verkündet hat, da muss man auch ehrlicherweise zu sagen, das ist kein Geld, was die Bundespolizei mehr bekommt, sondern diese 310 Millionen Euro werden gewährt in Form von sogenannten Verpflichtungsermächtigungen. Das bedeutet, die Bundespolizei bekommt die Auflassung für bestimmte Zwecke, in diesem Fall hauptsächlich für Bau und Liegenschaft, Kredite mit den Vermietern und Verträge mit den Vermietern einzugehen. Also, dass der Bundeshaushalt der Bundespolizei um 300 Millionen oder 310 Millionen aufwächst, das ist auch nicht ganz die volle Wahrheit. Herr Teggerts, wenn Sie jetzt noch mal zusammenfassen müssten, was genau braucht die Bundespolizei, um tatsächlich wieder wehrhaft zu sein? Was muss in unserer Gesellschaft passieren, damit auch der Respekt vor Polizeibeamten wieder ein bisschen erhöht wird? Also zunächst einmal brauchen meine Kolleginnen und Kollegen eine anständige Schutzausstattung und anständige Führungs- und Einsatzmittel. Dazu gehört der Taser erstens. Zweitens brauchen meine Kolleginnen und Kollegen dringend moderne Befugnisse, dass auch anlassunabhängig auf den Bahnhöfen oder an der Grenze kontrolliert werden darf. Und drittens, das Ganze steht und fällt natürlich mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln. Also reine Verpflichtungsermächtigungen reichen aus meiner Sicht nicht aus. Die Bundespolizei braucht tatsächlich Geld im Haushalt, damit auch mal über den Durst und unverhofft notfalls dringend notwendige Dinge beschafft werden können. Das alles fehlt. Heiko Teggerts, ich danke Ihnen sehr. Sehr gern.